voll integriert oder teilintegriert. Als ich angefangen habe, mich mit dem Thema Reisemobil zu beschäftigen, da sind mir die ganzen Begriffe von den Fahrzeugtypen so ein bisschen um die Ohren geflogen. Voll integriert, teilintegriert, Alkoven, Campervan, Caravan und was es sonst noch so alles gibt. Wenn dir das genauso geht, dann bleib jetzt auf jeden Fall dran. Ich erkläre dir den Unterschied, zumindest mal zwischen voll integriert und teilintegriert. Ich habe mir jetzt extra mal 2 Modelle von Eura rausgesucht. Einmal einen voll integrierten und einmal einen teilintegrierten, dass wir das ein bisschen besser vergleichen können. Was natürlich optisch direkt ins Auge springt, ist, dass das Ganze so ein bisschen aussieht, als käme es aus einem Guss. Das Ganze hat nicht nur Auswirkungen auf die Optik, auch die Aerodynamik von dem Fahrzeug verbessert sich. Und oft ist auch eine bessere Innenisolierung möglich. So, und wenn wir uns jetzt mal den Innenraum anschauen von einem voll integrierten, dann sieht man auch schnell, dass man hier wirklich einen relativ nahtlosen Übergang hat von der Fahrerkabine hin zum Wohnraum. Dadurch ergibt sich natürlich ein sehr geräumiges Wohngefühl. Und wenn dann das Wetter auch mal ein bisschen schlechter sein sollte, dann ist das gar kein Problem. Hier kann man es echt mal einige Tage ganz bequem drin aushalten. Was man bei dem voll integrierten natürlich auf jeden Fall beachten muss, die sind natürlich ein bisschen teurer als ein teilintegrierter und vor allem auch schwerer. So, und wenn wir uns jetzt mal die teilintegrierten anschauen, da sehen wir gleich, dass halt eben die Fahrerkabine, die ursprüngliche, noch sehr gut zu erkennen ist. Hier jetzt bei Eura ist es einmal von Mercedes und ich glaube, das ist jetzt einfach ein bisschen Geschmackssache, was einem besser gefällt. Einmal im teilintegrierten angekommen, da sehen wir, dass die Fahrerkabine sich hier noch recht deutlich vom Innenraum absetzt. Hier wird es noch ganz gut gelöst durch diesen hellen Rahmen, der sich einmal hier oben fortsetzt. Auch hier hat man natürlich ein sehr schönes Raumgefühl. Wobei im direkten Vergleich zum voll integrierten muss man schon sagen, es ist schon natürlich ein bisschen weniger auch. Dabei muss man jetzt bei den teilintegrierten auch einfach sagen, die sind halt schon auch einfach in der Regel im Vergleich einen Tacken günstiger als ein voll integrierter. Und was man auch nicht vergessen darf, ist auch das niedrigere Gewicht, wodurch halt eben auch beispielsweise oft der Spritverbrauch einfach ein bisschen niedriger ist. Wenn ich ehrlich bin, für mich wäre eigentlich beides eher nichts. Ich würde mir eher so einen Kastenwagen zulegen. Aber wie sieht es bei dir aus? Schreib mir gerne in die Kommentare.